Wir sind hier mit Florian Behrendt und du bist gerade Zweiter geworden bei der Deutschen Meisterschaft und zwar mit... Monarch. XYZ Monarch. Okay. Ja, dann zeig uns mal dein Deck und dann frage ich dich weitere Sachen. Alles klar. Da sind 3 EDRs drin, weil es einfach eine übertrieben heftige Karte ist. Warum? Und ich spiele auf jeden Fall 3, weil ich viele Mirror-Matches erwartet habe und da ist die einfach der Game-Winner. Mhm. Dementsprechend 2 Eidos und eine Mishra. Mishra ist besser, wenn man sie zieht. Mhm. Und damit habe ich, glaube ich, 2 oder 3 OTKs gemacht. Einfach 8000 Lebenspunkte abgezogen. Hat sich auf jeden Fall gelohnt. 3 mal die. Super Karte. Ist ein Tributmaterial und ein Tribut Opfer quasi. Muss man spielen. Ist ja und Unbreaked Hände. Dann den muss man im Side- oder Main-Deck haben. Gegen BA auf jeden Fall irgendwo. Habe ich jetzt ins Main gepackt. 2 Kuras. Ich wollte nicht 3 spielen. Ich habe lieber den noch gespielt. Muss ihn 2-mal spielen, um Return wegzukriegen, weil ich XYZ Monarch spiele. Logisch. Mhm. Dann die natürlich. Logisch. Die natürlich. Logisch. Beste Karte. Den, der ist da drin, weil ich noch einen Monarch brauchte, weil ich gemerkt habe, dass wenn ich Hände ziehe, dass ich meistens breake, weil ich keinen Monarch habe. Und da war der Beste und der kam auf meinen Schrank. Ziemlich gut. Alles klar. Ja. Dann Zauber sind hier. Das ist einfach. Brauche ich nichts zu sagen. Auch klar, 3-mal, man kann sie suchen. Brauche nichts zu sagen. Dann spiele ich 2-mal die. Ja, Mann, genau wie ich. Weil die ist im Mirror-Match natürlich gut. Dann zweitens, ich wollte noch, das ist so die 40. Karte im Deck, aber ich wollte noch eine Monarch Spell spielen, weil im Mirror-Match geht das ziemlich lange, das ist eine Ressource und ja, das ist, ich könnte auch diese Falle spielen, aber ich fand die nicht gut. Und die ist aber Starthand, ja, wirklich gut. Und das war das Wichtigste an dem Deck, Konstanz bauen, weil stark ist das Deck, man muss nur konstant machen. So, dann die Rota, noch eine, 4. EDR. Ist natürlich schlecht, wenn man Second geht gegen Backrow-Decks, dann läuft man da rein und macht nichts und zieht die auch irgendwann nach. Aber ich wusste, ich spiele gegen 4 Monarch, ich brauche die EDR First Turn, um dann weiterzumachen. Also war das Deck konzipiert als First-Turn-Deck Ja, oder natürlich. Als First Turn Deck, ja. Alles klar. Weil man macht einfach zu viel Plus. Dann die richtig gute Karte. Es ist entweder ein Erebus auf der Starthand oder einmal habe ich das mit den Red Layern gemacht. Ich hatte einen Red Layer auf der Hand, Red Layer gespecialt, den gezogen und dann geopfert. Außerdem ist sie, ich spiele quasi 4 EDRs, beziehungsweise 3 und ziehe dann irgendwann das Foolish und mache das auf die EDR, weil man will die nicht nachziehen, die EDR. Und dann addet man Karten, hat wieder Ressourcen. Upstart natürlich. Und dann der Twin Twister habe ich einmal gespielt, weil das ist die einzige Brick-Karte in meinem Deck quasi, die nichts mit der Engine zu tun hat. Aber ich wusste, dass es auch viel Anti geben wird. Ein Twin Twister, man zieht sich so durchs Deck, dass man die dann auch irgendwann hat. Gegen Anti spielt man halt so, dass man mehr zieht und dann irgendwann einen Twin Twister hat. Hat dann auch mal eine Starlight Roll kassiert, aber okay. Ja, und dann die muss man auf jeden Fall 3-mal spielen, Mirror Match. 2 sind da um zu exversieren und dann im Late Game damit recyceln. Alles klar. Side Deck. 3 Max C. Braucht man, glaube ich, nicht zu erklären. Gegen BA, gegen Cosmo, wenn ich Second gehe. Ich habe, wenn ich First gehe, fast nichts gesided, weil ich nicht bricken wollte. Keine Max C, keine Twin Twister oder nur ein. Einfach nur, weil ich nicht bricken wollte und wenn ich in meiner Engine drin bin, gewinne ich das mit XYZ wahrscheinlich sowieso. Stark. Fürs Mirror Match, weil ich dachte, viel Mirror Match, habe ich mir das gegönnt. Das ist eine super krasse Karte. Sie macht +3. Sie nimmt sich einfach. Du kannst Gegner einfach unterbrechen. Du weißt, als Monarchspieler weißt du, wie der andere Monarchspieler spielt. Erklär nochmal, was die macht. Viele wissen Ja, es nicht. also die kopiert einfach den Effekt, der ein Spieler target. Im Endeffekt die und die. Und natürlich, jeder Monarchspieler benutzt diese Karten einmal pro Runde. Und man kann den einfach unterbrechen. Man zählt seine Handkarten, weiß, was er auf der Hand hat. Und irgendwann gibt es die auf die und dann hat er keine Stormforce. Oder es gibt die auf die am Start, ziehe ich 2 und er keine, -3, also +3 für mich. Ja. Die Karte, um den Stormforce zu unterbrechen. Und dann guckt er und dann habe ich gewonnen.
Das ist ein guter Spielplan. Diese 3 teuren Karten habe ich nie benutzt, auch nie gezogen. Kein einziges Mal? Kein einziges Mal. Auch nicht im Turnier in Dömen. Nie gezogen. Diese beiden, ich wollte erst nur 2 insgesamt spielen, habe aber auch 4 gegen Anti gespielt, dann in Dömen gegen Anti verloren. Wollte ich eine dritte haben, war glaube ich die richtige Entscheidung. Und die hat mir gegen ein Anti den Arsch gerettet einfach. Ich hatte diese 2-mal und dann war sie super krass. Im Top 4 Game hatte ich sie, habe geblufft, dass ich gebrickt habe, hat aber dann nichts genützt, weil er an den MST hatte. Passiert. Hat er nur einen gespielt? Ja. Aber ich habe gewonnen. Ich habe gewonnen. Kann man dann bluffen, dass man gebrickt hat? Ja, man kann. Das ist einfach, es gibt ab. Ja, ich habe gedacht, heul. Ich hatte eigentlich alles auf Hand, er wollte aber eine Runde warten. Und dann, ja. Hat er sich ganz, na egal, wir machen weiter. Extra Deck. 5er ist eigentlich klar. Out of Muscle. Zweites Out of Muscle, was ich spielen wollte, der. Außerdem funktioniert er unter Rivalry. Dann noch ein 5er, der ist klar, Hand reinmischen, Effekte negieren. Der, ja, für OTKs. Doppelvolker. Weil sie einfach im Mirror Match. Ja, du musst ihn einfach auf unter 2,8 drücken und du weißt, du wirst irgendwann das Spiel mit Volker gewinnen. Und wenn du den ersten Volker wegmacht, hast du den zweiten und gewinnst damit. Wenn du das nicht weißt, dass du den zweiten spielst, noch besser. Dann er, auch super gut im Mirror Match. Du spielst ihn mit Red Layer, kannst 2 von ihm schießen, dann kommt er wieder, wenn Red Layer noch dran ist. Super cool. Den habe ich glaube ich fast am meisten gemacht. Weil er 2 schießt. Im Top 4 habe ich 2 Storming Mirror Force geschossen. Ich meine. Drowning, genau. Drowning Mirror Force. So, den zum Rauflegen, klar. Hätte ich gerne im Finale 2-mal gehabt. Dann hätte ich vielleicht gewonnen. Dann ihn ist klar. Was negieren. Die hier für PK Fire und so weiter. Der hier, 8er Synchro, der Schaden macht. Und der hier, MVP im Extra. MVP im Extra-Deck. Ich habe 3 Runden, glaube ich, nur durch den gewonnen. Und ein Gegner wusste nicht, dass ich noch eine Win-Option habe. Er dachte, er hätte gewonnen. Spielt total auf Side, es stand 0-0. Er lachte sich kaputt. Ich denke mir, ja, okay, alles klar, ich habe eine Win-Option. Dann nicht dran, leg den, Gewinn, 1-0. Schade. Grüße an den, wenn jetzt schon ja, tut mir natürlich leid, aber. Ja, tut's dir nicht mal. Er hat dich gefickt. Salty. Ja. Kannst Fragen stellen, ja. Ja, also würdest du noch was verändern? Warum hast du nichts im Side gegen Cosmo? Habe ich doch Max. Also, Außerdem habe ich gegen Max, gegen Cosmo habe ich ein super gutes Matchup. Ich will kein System Daumen haben oder Cyber Dragon brauche ich nicht, weil meine Engine einfach viel besser ist. Ich habe Majestic Fiend, ich habe D, wenn ich gegen Cosmo First gehe, board ich auch gar nichts. Ich will einfach nur nicht bricken und nicht gewinnen. Ich habe, glaube ich, gegen 6 Cosmos gespielt und nur ein Game verloren. Der Rest ist gewonnen. Das ist krass. Also sonst nichts verändern? Verändern. Weniger Geld für Cherries ausgeben. Gegen Marte Spectre was ins Deck tun? Nein, Spaß. Weiß ich nicht. Vielleicht könnte man den 2-mal gebrauchen. Ich meine, ich habe ein paar davon gar nicht benutzt. Eventuell statt dem dritten Twin-Twist ein drittes Decree. Gegen Anti ist Decree viel besser. Weil die Leute boarden den hier, die boarden Starlight Road. Aber gegen Decree, da hast du am meisten gewonnen. Was war im Finale los? Wie hast du verloren? Ich hätte das auf jeden Fall gewinnen können. Das weiß ich. Ich habe 2-mal spekuliert, dass er diese Remove Trap nicht spielt. Also nicht 2-mal spielt, hat er aber. Dann habe ich nicht gewusst, dass er so viele Odd Ice Monster spielt. Dann kam plötzlich ein Odd Ice Dragon, war ich ein bisschen verwirrt. Ja, hat er witzig gebaut, das Deck auf jeden Fall. Damit habe ich nicht gerechnet. Außerdem habe ich einen Fehler gemacht, dass ich nicht wusste, dass er Verdeckte abfahren kann mit seinen Fallen. Hätte ich natürlich durchlesen können im deutschen Meisterschaftsfinale, aber habe ich nicht. Sonst hätte ich einfach erst abholen können. Kuras seine Backrow schießen, nächsten Zug hätte ich wahrscheinlich gewonnen.
habe aber gedacht, ich gewinne das dann sowieso und hab mir das dann Ja, von hinten kommt gerade so der Aufruf zur Siegerehrung. Ich glaube, dann. Shoutouts noch. Grüße. Ja, ich grüße auf jeden Fall alle Bremer hier, die mit mir gereist sind. Du grüßt keine Oldenburg. Ich grüße Oldenburger, ich grüße Aurich bin auch cool. unsere Münsteraner Freunde. Der eine hat, der Jan hat Fluch des Anubis kassiert. Ich grüße meinen Gegner aus der 3. Runde. Ich habe nämlich mein Deck auf dem Tisch stehen lassen, er hat es mir wiedergegeben. Oh. Wenn er noch hier ist, gebe ich ihm was vom Preis, aber ich glaube, ist er nicht. Aber ich muss los.